Ja, hier sind wir jetzt im zweiten Bereich der Ausstellung. Hier geht es um die vorgeschichtliche Pest erst einmal. Und man kann auf dieser Karte eigentlich ganz gut sehen, dass es schon verschiedene Punkte, gerade jetzt im eurasischen Raum gibt, wo eben diese Pest nachgewiesen ist, in der Steinzeit und in der Bronzezeit. Der aktuell älteste Punkt liegt hier in Schweden mit 2900 vor Christus, aber auch erst seit Ende 2018, davor lag er noch in Russland, und die Entwicklung ist halt so rasant, dass er sicherlich sich demnächst auch noch woanders hin bewegen wird. Der älteste deutsche Fundort ist bei Augsburg-Hauenstetten und liegt so 2200 bis 2400 vor Christus. Aus dieser Zeit haben wir hier in Westfalen, also von der Zeit der ältesten Funde, einmal dieses Gefäß ausgestellt, weil es die gleiche Kultur letztendlich ist, wie auch die in Schweden aufgetreten ist. Aus Augsburg, aus diesem ältesten Pestgrabs Deutschlands, stammen diese kleinen Silex-Artefakte, also Feuerstein, eine Pfeilspitze und mehrere Abschläge. Mehr war letztendlich dort als Grabbeigabe nicht erhalten. Es gibt aber auch noch andere Änderungen in der Vorgeschichte, die schon länger bekannt sind, die möglicherweise jetzt eben mit der Pest in Verbindung zu bringen sind, weil man eben jetzt weiß, die Pest ist eben nicht nur einige hundert Jahre alt, sondern viele tausend Jahre. Zum Beispiel der Wandel in der Bestattungskultur von der Körper- zur Brandbestattung. Gibt es schon jetzt Theorien, dass das möglicherweise eine medizinische Notwendigkeit sozusagen war, dass man eben die massenhaft anfallenden Leichen dann verbrannt hat und nicht in der Erde bestattet hat. Auch andere Umschwünge letztendlich in der Vor- und Frühgeschichte, wie zum Beispiel der Untergang des Hethitischen Reiches 1200 vor Christus etwa, werden darauf zurückgeführt, dass vielleicht eine feindliche Truppe sozusagen dieses Reich erobert hat oder bedroht hat, oder aber auch natürlich eine Seuche könnte dafür verantwortlich gemacht werden. Deswegen für dieses Hethitische Reich einmal stellvertretend dieses wunderbare Schwert mit Eisenklinge und Bronzegriff. Das sind aber, wie gesagt, noch relativ neue Entwicklungen in der Forschung, auch natürlich noch teilweise hochspekulativ. Auf sichereren Boden kommen wir eigentlich im Frühmittelalter mit der sogenannten Justinianischen Pest, in diesem eurozentrischen Schema auch die erste Pandemie genannt. Und das ist also auch in den Schriftquellen deutlich besser überliefert. Es beginnt 541 im heutigen Ägypten, in Pelusium wird es genannt. Dort bricht die Pest aus. Sie soll aus dem afrikanisch-asiatischen Bereich stammen, woher genau weiß niemand, und breitet sich über das damalige Reich letztendlich aus, also Konstantinopel schon ein Jahr später erreicht, und dann über die Handelswege zu Land und zu Wasser dann eben über ganz Europa. Das Ganze geht bis ins 8. Jahrhundert in mehreren Wellen. Warum das genau zu diesem Zeitpunkt dann ausbricht, ist unbekannt. Eine Theorie ist, dass möglicherweise nachweisliche Vulkanausbrüche zu der Zeit das Klima so verändert haben, dass zum Beispiel Nagerpopulationen gezwungen waren, ihre ursprünglichen Habitate zu verlassen und eben näher an die Menschen herangekommen sind und damit auch die Pest zu den Menschen gebracht haben. Die Handelswege haben sicherlich zur Verbreitung damals beigetragen. Die Bevölkerungsdichte nördlich der Alpen war ja relativ gering, aber es wurden zum Beispiel Objekte gehandelt wie Almandin, also ein Edelstein aus dem asiatischen Bereich, oder auch Bernstein von der Ostsee, auch in dem Mittelmeerraum verhandelt. Auch Elfenbein natürlich aus Afrika nach Europa, und so gibt es also verschiedene Kontakte, über die sich auch die Pest ausbreiten konnte. Ebenfalls belegen Kontakte in den arabischen Raum, Münzen aus dieser Zeit, in Gold, in Silber, in Hacksilber, also klein gehackte Münzen, die nur nach ihrem Gewicht beurteilt wurden, die eben diese Handelsverbindungen belegen. Die Justinianische Pest ist nördlich der Alpen erstmals naturwissenschaftlich, also archäogenetisch nachgewiesen, in einem Grab in Aschheim bei München. Da haben wir hier einmal die Ausstattung dieses Grabes, zwei wunderbare Fibeln, aber natürlich auch dann die Knochen, an denen das festgestellt werden konnte, und hier ganz praktisch einmal ein Anhänger noch in Gold, der eben einer justinianischen Münze nachempfunden wurde, und damit haben wir quasi die Justinianische Pest auch noch als Abbildung in diesem Grab da drin. Das ist also das erste Mal, dass das nachgewiesen wurde. Es gibt in dieser Ausstellung auch viele Objekte, die nur um mehrere Ecken rum, so könnte man das nennen, mit der Pest in Verbindung gebracht werden können. Deswegen hier gerade im Frühmittelalter sicherlich verwunderlich einmal ein sehr neues Exponat, also aus dem 19. Jahrhundert oder frühen 20. Jahrhundert, ein Türrahmenbrett aus der Eifel. Das ist mit Wachskreuzen verziert, und diese Wachskreuze stammen von Kerzen, die während der Maria-Lichtmess-Feier auf dem Altar der Kirche stand und zum Schutz gegen
Böses, gegen Krankheiten zum Beispiel angebracht wurden. Und die Verbindung zur Justinianischen Pest ist in diesem Fall, dass eben unter Kaiser Justinian das Fest Maria Lichtmess eigentlich so erfunden oder gestaltet wurde und auf den Termin gelegt wurde, wo es auch heute noch ist, eben um im Kampf gegen die Pest in Konstantinopel ein Marienfest zu haben, das eben auch religiös gegen die Pest eingesetzt werden konnte. Kaiser Justinian hat selber auch die Pest bekommen und überlebt. Er hat also eine eigene Pesterfahrung gehabt und nach den Berichten zufolge hat dies auch letztendlich seinen Charakter, seine Regierungsweise beeinflusst. Er war danach deutlich zurückhaltender und weniger innovativ, als es zuvor der Fall war. Der Kaiser selbst ist bei uns eben über 2 Münzen vertreten, die sein Porträt zeigen. Darüber befindet sich ein Gebet letztendlich auf einem zeitgenössischen Papierstück, auf einem Papyrusstück, das wir ausleihen konnten aus Ägypten, wo eben um Schutz vor einer solchen Seuche auch gebetet wird. Also wirklich etwas, was damals eben zu dieser Zeit auch wirklich hätte geschrieben werden können. Die Pest blieb ja über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte letztendlich dann immer wieder präsent und hat natürlich auch die Politik beeinflusst. So ist zum Beispiel das byzantinische Heer so geschwächt worden, dass es nicht mehr allen Feinden widerstehen konnte und größere Tributzahlungen unter Kaiser Mauricius, einem Nachfolger von Justinian, gezahlt werden müssten. Deswegen hier einmal eine Goldmünze von diesem Kaiser Mauricius, der eben die anstürmenden Horden letztendlich auch sein Reich mit diesem Gold zufriedenstellen musste. So viel jetzt hier in unserer zweiten Abteilung zur vorgeschichtlichen und frühmittelalterlichen Pest. Und jetzt begeben wir uns in die Abteilungen, das sind also mehrere, wo es dann um die Zeiträume gibt, die unsere Vorstellung von der Pest eigentlich am meisten beeinflusst haben, nämlich das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit.